Der ungenierte Griff der Regierung in die Sozialkassen. Immer dann, wenn es im eigenen Haushalt knapp wird. So haben sich CDU-Gesundheitsminister Spahn und SPD-Nachfolger Lauterbach wie selbstverständlich Mittel aus der chronisch unterfinanzierten Pflegekasse gegriffen, um daraus ihre Corona-Maßnahmen zu finanzieren. Maßnahmen also, die überhaupt nichts mit dem Versicherungszweck zu tun haben. Jeder versteht, dass das eigentlich nicht sein darf. Hey Leute, willkommen zurück. Heute habe ich ein Thema für euch, das viele von uns betrifft. Die Sozialkassen und wie die Ampelregierung damit umgeht. Gerrit Hui von der AfD hat im Bundestag scharf kritisiert, dass die Regierung seit Jahren fleißig aus den Sozialkassen abkassiert und ihre eigenen Projekte zu finanzieren. Egal ob unter der CDU oder jetzt mit der Ampel, immer wieder wird Geld für Dinge zweckentfremdet, die mit unseren Sozialbeiträgen eigentlich nichts zu tun haben. Sogar 60 Milliarden Euro sollen dafür draufgegangen sein. Hui nennt das Diebstahl und fordert, dass endlich Schluss ist damit. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was genau hier abläuft und warum das für uns alle teuer werden könnte. Auf geht's! Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer! Die Schieflage in der Sozialversicherung ist seit langem bekannt. Schuld daran ist neben der Einwanderung in die Sozialsysteme der ungenierte Griff der Regierung in die Sozialkassen. Immer dann, wenn es im eigenen Haushalt knapp wird. So haben sich CDU-Gesundheitsminister Spahn und SPD-Nachfolger Lauterbach wie selbstverständlich Mittel aus der chronisch unterfinanzierten Pflegekasse gegriffen, um daraus ihre Corona-Maßnahmen zu finanzieren. Maßnahmen also, die überhaupt nichts mit dem Versicherungszweck zu tun haben. Jeder versteht, dass das eigentlich nicht sein darf. Selbst die Ampelkoalition hatte das verstanden und deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Gelder zurückgezahlt werden. Hat sie aber nicht getan. Und sie hatte auch vereinbart, dass endlich die Krankenversicherung für die Bürgergeldempfänger vollständig aus dem Bundeshaushalt bezahlt hat. Hat sie ebenfalls nicht getan. Bis heute werden nur ein Drittel der Kosten für die Bürgergeldempfänger von der Regierung übernommen. Den Rest zahlt der Beitragszahler. Und auch dieses Jahr haben die beiden SPD-Ministerien Arbeit und Gesundheit wieder beherzt zugegriffen. Insgesamt wurden aus den 4 Sozialversicherungskassen weit über 60 Milliarden Euro zweckentfremdet, rund 1800 Euro pro Beitragszahler. Aus unserer Sicht ist das Diebstahl an den Beitragszahlern und Diebstahl an unseren Rentnern. Aber ehe Frau Schulze auf die Stabilisierung des südafrikanischen Stromnetzes verzichtet oder Herr Habeck auf die Abfederung seiner Deindustrialisierungspolitik mittels Subventionen, bevor also die Ampel an die eigenen Kassen geht, greift sie lieber in die Sozialversicherung, wohl in der Hoffnung darauf, dass der Beitragszahler es schon nicht merken wird. Der merkt es aber doch spätestens dann, wenn die Beiträge wieder steigen. Nächstes Jahr werden für Krankenpflege und Unfallversicherung Beiträge in Höhe von rund 20% des Bruttoeinkommens fällig und damit doppelt so viel wie in der Schweiz oder in Österreich. Einen großen Teil des Unterschieds machen versicherungsfremde Leistungen aus, die die Regierung natürlich beschließen kann, aber dann auch bezahlen muss. Sicherstellen soll das die Selbstverwaltung der Sozialversicherung, die Otto von Bismarck eigens zusammen mit der Versicherung eingeführt hat, um auf diesem Weg die Sozialdemokraten rauszuhalten. Das hat nicht funktioniert. Die Sozialversicherungen heute werden von den Gewerkschaften beherrscht. Wir haben zwar alle 6 Jahre Sozialwahlen zur Besetzung der Selbstverwaltungsgremien. Da könnte eigentlich eine breitere Auswahl entstehen. Doch kaum ein Arbeitnehmer kennt die Sozialwahlen und noch weniger wissen, wozu sie gut sind. Also die meisten Wahlzettel landen im Papierkorb. Die diesjährige Beteiligung war mal gerade 22%. Man muss sich fragen, ob diese Art von Sozialwahlen noch zeitgemäß sind. Die Versicherungsverbände haben längst reagiert und führen in aller Regel nur noch sogenannte Friedenswahlen durch. Das heißt, sie legen Listen auf denen exakt genauso viele Kandidaten stehen, wie Mandate zu vergeben sind. Und dann muss gesetzlich abgesichert nicht mehr gewählt werden. Von den insgesamt 3.238 Mandaten, die zu vergeben sind, werden tatsächlich nur noch 134 gewählt.
Also 4%, das ist ein Witz. Und ein besonders teurer Witz. Es hat nämlich 85 Millionen gekostet oder 634.000 Euro pro Mandatsträger. Die anderen Kandidaten werden auf Versicherungsseite von den Gewerkschaften festgelegt. Die Arbeitgeber setzen ihre Führungskräfte ein. Auf beiden Seiten sind so Interessenskonflikte vorprogrammiert und im Ergebnis entsteht der Eindruck, dass nichts in den Sozialversicherungen geschieht, was der Regierung nicht behagt. Eine wirkungsvolle Kontrolle findet nicht statt. Dabei haben die Spitzenverbände der Sozialversicherung durchaus markante Erklärungen abgegeben, wie Anfang des Jahres die gesetzlichen Krankenkassen. Die Subventionierung des Bundeshaushaltes durch die Beitragszahlenden muss endlich ein Ende haben, haben sie gesagt. Bewirkt hat das nichts. Die Krankenkasse DRK Gesundheit ist deshalb jetzt zur Selbsthilfe geschritten und hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Das kommt im Fall der Pflegeversicherung zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Zweckentfremdung der Beitragsgelder verfassungswidrig war. Die DRK will jetzt auf Rückzahlung der Gelder klagen und kann dann, falls nötig, bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ich kann nur hoffen, dass sich diese Sicht auch vor Gericht durchsetzt, dass sich auch Träger der anderen Sozialversicherungszweige diesem Vorgehen der DRK anschließen und dass dies alles so viel Öffentlichkeit erzeugt, dass es endlich zu einer Aufarbeitung in den Ministerien und Parlamenten kommt, damit sich zukünftig keine Regierung mehr traut, die Sozialkassen für ihre politischen Utopien zu missbrauchen. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist Claudia Moll für die SPD-Fraktion. So Leute, ich finde, es muss endlich gehandelt werden. Wir können nicht zulassen, dass unsere Sozialkassen immer weiter geplündert werden. Das ist ein klares Signal, dass die da oben denken, sie könnten sich einfach bedienen, ohne Konsequenzen. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Like dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren, damit wir gemeinsam dranbleiben und weiterhin Missstände aufdecken können. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.